Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier zu Besuch bei Max Malte Lorenzen im Norden von Schleswig-Holstein, nah an der dänischen Grenze. Wir stehen hier vor deinem neuen Kälberstall. Sehr imposant, muss ich sagen, sehr schön. Warum hast du den neuen Kälberstall gebaut? Was war das Problem in dem alten? Genau, hatten wir die Kälber, also als sie noch einzeln gehalten waren, in Kälberhütten, waren wir super zufrieden mit. Ja. Aber die Betonplatte war einfach hinüber. Ja, okay. Dann wollten wir erst eine Überdachung bauen. Dann haben wir uns aber irgendwann mal, man kann auch gleich ein Pultdach bauen. Und das sind wir mit unserem Architekt Rixen einmal durchgegangen, wie viele Hütten denn hier reinpassen würden. Und dann wäre der ganze Kälberstall, würden vielleicht 50 Hütten reinpassen. Und da sind wir irgendwann, haben wir es weiter gesponnen, sind wir auf den aktuellen Systemen, dem PEN-System, den Gruppenbuchten gelandet, dass wir einmal eine Komplettlösung haben. Okay, ja, sehr gut. Wollen wir uns die mal angucken? Gerne. Okay, jetzt sehen wir hier, du hast 3 Abteile mit den PENs. Warum hast du das so überlegt? Wir haben uns das so überlegt, einmal wegen Misten und Waschen, dass wir ein ganzes Abteil immer leer räumen können, waschen und desinfizieren, ohne dass es da Probleme mit den anderen gibt, dass da kein Desinfektionsmittel rübersprüht, dass wir hier nicht das Problem haben, dass zum Beispiel irgendwo noch was steht, was kaputt gefahren werden könnte, dass quasi so ein Schutz ist mit dieser Betonwand. Ja, okay. Das war der Hauptgrund, warum wir uns das so überlegt haben. Ja. Also für deine 300 Kühe sind es natürlich sehr, sehr viele Boxen. Wie lange bleiben die hier drin? 4 Wochen. 4 Wochen, genau. Der Stall ist natürlich auch ausgelegt, dass wir auch noch mehr Kühe halten können. Ja. Wir haben schon direkt ein bisschen größer gebaut. Okay, gut. Aber jetzt im Moment kann man sehen, vorne das erste Abteil ist komplett leer, kann also noch ein bisschen leer stehen, ist ja auch gut. Ja. Ne? Ja. Das war auch nochmal ein Punkt, dass wir einen gewissen Leerstand haben, mindestens eine Woche. Auch in Zukunft, wenn wir weiter wachsen. Ja, genau. Einfach um quasi Bakterien etwas vorzubeugen, etwas in den Raum zu nehmen. Ja. Hier sehen wir jetzt, ihr habt noch Heizelemente mit eingebaut, genau. Heizlampen. Die sind quasi mobil, die können wir immer wieder weiterhängen. Die kommen dann immer wieder zu den jüngsten Kälbern. Ja. Oder zu den schwächsten Kälbern. Also bei den ganz jüngsten nehmen wir am Anfang eine Wärmelampe, danach kommen die drauf. Oder halt, wenn ein Kalb sehr klein, sehr schwach ist, was aktuell wegen Blauzunge doch mal häufiger passiert. Ja, okay, gut. So, und darunter entwickeln die sich auch gut. Das habt ihr gute Erfahrungen gemacht. Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, sehr schön. Okay, wie ist es vom Handling mit den Boxen? Ihr müsst die dann abbauen zum Reinigen. Ist das aufwendig oder einfach oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Das ist ziemlich einfach, weil diese Wände wiegen nicht viel im Vergleich zu vergleichbaren Produkten. Also diese große Wand, wenn ich richtig bin, 12 Kilogramm. Oh ja. Ist auch noch leicht zu handeln, weil sie keine flache Oberfläche ist, sondern ich da schön reingreifen kann. Ja, genau. Sind schnell gewaschen. Von daher ist das ein absolutes super Handling. Ja. Und gerade für sowas auch noch relativ platzsparend, Relativität zu dem, was an Platz für die Kälber rauskommt. Ja, genau. Und daher war es eine super Lösung für so einen Stall. Ja, sehr gut, sehr gut. Erzähl mal ein bisschen was zur Lüftung. Wie habt ihr euch die Lüftung überlegt? Wir haben jetzt hier die große Seite aufgemacht. Wie soll das funktionieren? Genau, im Sommer wollen wir beide Seiten hier komplett aufmachen, wenn jetzt gerade Sturm oder sowas ist. Ja. Der Stall ist darauf ausgelegt, dass wir den Winter dann halt komplett dicht machen können. Man kann die Rollos auch noch nur oben, also man kann quasi in der Mitte kann man es teilen, das quasi auch zum Beispiel unten hier geschlossen ist. Unten geschlossen, oben offen. Auch oben offen. Ah ja, also ihr habt beide Möglichkeiten. Wir haben beide Möglichkeiten, weil das Wetter gerade hier im Norden ist da doch etwas wechselhaft. Ja, genau. Und dann können wir uns genau darauf richtig einstellen, wie das am besten läuft. Ja, also hier ist keine Zwangsbelüftung. Das ist quasi, ich weiß gerade nicht den richtigen Begriff, offen. Ein Offenstall, ja, genau. Eigentlich ein richtiges Außenklima. Außenklima, genau. Ne? Ja, genau. Und das können wir damit am besten steuern, sie am besten vor Wind, am besten vor Zugluft schützen. Und darum haben wir uns für sowas entschieden. Ja, genau. So, jetzt kommen wir hier langsam in die Gruppenboxen. Da hast du auch 4 Boxen eingerichtet. Also nach 4 Wochen werden sie wahrscheinlich dann hier. Genau, nach 4 Wochen kommen sie in die Gruppenboxen. Da werden sie dann hier am Automaten weitergetränkt und erhalten zum Anfang auch noch eine Kälber-TMR. Ja, okay. Und wie lange tränkst du die Kälber? Die tränke ich 10 Wochen und 5 Tage. 10 Wochen, 5 Tage, also hier am Automaten? Hier, nee, also insgesamt. Okay, ja.
10 Wochen und 5 Tage. Die kommen dann hier mit 28 Tagen rein. Ja, genau. Und werden noch 20 Tage angemeldet. Und hier werden dann quasi bis zum Schluss hier getränkt. Ja, genau. Ah, okay, gut. Also dafür haben wir dann den Tränkeautomaten hier. Können wir schon mal verraten im Video. Dann machen wir noch ein eigenes Video zum Tränkeautomaten. Also wenn ihr Interesse habt, dann schaut euch das nächste Video auch noch mit an. Wie läuft das Ausmisten hier? Genau, wir können den Stall quasi nach dem Holsteiner Prinzip in der Mitte teilen, dass wir die Kälber zum Beispiel erst nach hinten jagen. Dann misten wir hier vorne einmal durch mit einem Radlader. Dann jagen wir Streuen. Dann können wir sie komplett einmal umjagen und also dass sie vorne sind, so dass die Gruppen nicht durcheinander kommen. Ja, genau. Dass sie immer fest in den Gruppen bleiben, dass hier nichts durcheinander kommt, dass man nachher nicht sortieren muss, das war uns wichtig. Ja, genau. Weil das spart viel Arbeit. Und ihr habt auch geschlossene Wände, dass sie auch untereinander keinen Kontakt haben? War das der Hauptgrund oder? Der Hauptgrund ist eigentlich tatsächlich wegen Desinfizieren. Ja. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn man Probleme mit zum Beispiel verschiedenen Flechten hat, es mit UVC zu desinfizieren. Ein großer Nachteil ist, ich muss ja irgendwie die anderen davor abschirmen. Ja. Und daher haben wir uns für diese geschlossenen Wände entschieden. Ja, okay. Dass ich eine Bucht komplett auch, man sieht in der Mitte vielleicht noch, so leicht eingestreut, Ja. dass da so eine Betonkante ist. Wir können also eine einzelne Bucht komplett waschen und desinfizieren, unabhängig davon, ob die anderen belegt sind. Wenn jetzt andere Landwirte zu dir kommen und sagen, Mensch, ich will auch einen Kälberstall bauen, was würdest du denen noch mit auf den Weg geben, was zu berücksichtigen ist? Also auf jeden Fall sollten Sie mit genug Platz planen. Ja. Sowohl in den Gruppenboxen als auch was Einzelboxen mit genug Luft planen. Weil meine Erfahrung auch gerade aus der Vergangenheit ist, wenn man das zu sehr auf Kante plant, dann ist man immer unter Druck mit Waschen. Dann passiert das häufig, dass das nicht ordentlich läuft. Ja, genau. Da muss man sich selber realistisch genug Luft lassen. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, sehr gut. Alles klar. Max, recht herzlichen Dank. Gerne.